Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute werden wir uns wieder mit der aktuellen Lage in Kuba beschäftigen. Die Oktoberausgabe steht an. Was ist alles zuletzt passiert, beziehungsweise was sind die Themen, die für den geneigten Kuba-Reisenden gegebenenfalls von Interesse sein können? Bevor wir mit den Themen starten, abonniert meinen Kanal, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, wenn euch die Themen interessieren, teilt auch gerne meine Videos. Damit unterstützt du mich oder ihr mich und meine Arbeit. Ich danke euch. Nun lasst uns starten. Die letzten Monate habe ich den Wechselkurs ausgelassen. Heute nehme ich das Thema mal wieder rein. Kurzum, es hat sich tatsächlich weiterhin nicht viel getan. Der Straßenkurs ist weiterhin seit Wochen stabil bei ca. 330 Peso pro Euro. Ist jetzt ein bisschen gestiegen auf 340 ungefähr, plus minus. Zur Erinnerung, der offizielle Wechselkurs auf dem internationalen Markt liegt bei 1:24. So werdet ihr es auch auf jeder Umrechnungswebsite finden. Wie wir es jedoch besser wissen, liegt der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba selbst jedoch bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Auf El Toque könnt ihr den täglichen Kurs immer nachschauen, also auch den informellen Kurs. Den Link findet ihr unten unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Auch dieses Thema hatte ich die letzten Monate ausgelassen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über De Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa, benötigt. Auch diese gibt es mittlerweile online und ab 2025 auch online verpflichtend über evisakuba.cu. Neben diesem benötigt man noch eine Auslandskrankenversicherung. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular De Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass ist selbstredend. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Am 20. September 2024 sind neue Gesetze für den Privatsektor in Kraft getreten. Diese neuen Regularien, die im Juli von der Nationalversammlung beschlossen wurden, aktualisieren den Rahmen für nichtstaatliche Akteure und betreffen kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten MIPYMES. Ja, Genossenschaften außerhalb der Landwirtschaft und ja, sonstige Selbstständige. Aber was genau ändert sich? Hier ein Überblick. Der Privatsektor in Kuba wächst stetig. Neben den rund 11.000 kleinen und mittleren Unternehmen, die etwa 300.000 Angestellte beschäftigen, gibt es auch 590.000 Selbstständige. Das bedeutet, dass der Privatsektor inzwischen etwa ein Viertel der Arbeitskraft des Landes ausmacht. Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft das Genehmigungsverfahren. Bisher wurden private Unternehmen zentral durch das Wirtschaftsministerium in Havanna genehmigt. Zukünftig wird ja diese Aufgabe schrittweise auf die Gemeinden übertragen. Das soll die Gründung von Unternehmen schneller und flexibler machen. Ab März 2025 werden die Gemeinden die Lizenzen vollständig übernehmen. Bis dahin werden die Provinzhauptstädte eine Übergangsphase durchlaufen, in der sie eigenständig Lizenzen ausstellen. Zusätzlich wird ein neues Institut gegründet, das als Schnittstelle zwischen dem Privatsektor und den Behörden fungieren soll. Es wird die Zusammenarbeit verbessern und dafür sorgen, dass der Sektor effizienter arbeiten kann. Auch bei der Gründung von Unternehmen gibt es Neuerungen. Die sogenannten Negativliste, also die Liste von Bereichen, in denen private Unternehmen nicht tätig sein dürfen, wurden auf 125 Punkte erweitert. Zum Beispiel ist es privaten Unternehmen jetzt untersagt, in der Forstwirtschaft tätig zu sein, außer bei der Produktion von Holzkohle. Auch das Management von Abwassersystemen in größeren Gemeinden bleibt ihnen verwehrt. Ein positives Highlight gibt es jedoch im Bereich der erneuerbaren Energien.
Ab sofort dürfen private Unternehmen Gewerbestrom verkaufen und kommerzielle Ladestationen für Elektrofahrzeuge betreiben. Und das auf Basis erneuerbarer Energien. Vorher war dies aufgrund des Verbots privater Stromnetze nicht möglich. Die neuen Gesetze stoßen jedoch auch auf Kritik. Insbesondere die Regelung, dass Gesellschafter privater Unternehmen Kubaner mit effektivem Wohnsitz sein müssen, sorgt für Unmut. Das bedeutet, dass sie mindestens die Hälfte des Jahres in Kuba verbringen müssen. Auch die verschärften Auflagen für Importeure, die ihre Waren jetzt ausschließlich über kubanische Bankkonten bezahlen müssen, gelten als problematisch. Aufgrund der US-Sanktionen könnte das für viele private Unternehmen eine Hürde darstellen. Auch die sogenannte Bankerisierung, also die verpflichtende Einführung ja, bargeldloser Zahlungskanäle, bleibt eine Herausforderung. Die kubanische Regierung betont, dass es bei diesen Änderungen nicht darum geht, den Privatsektor zu behindern, sondern Verzerrungen zu beseitigen und die Entwicklungen zu ordnen. Ziel sei es, Steuerhinterziehungen einzudämmen. Wirtschaftsjournalist Ariel Terrero rät zur Gelassenheit. In seiner Sendung Cuadrando la Caja erklärte er, dass die Essenz der Gesetze von 2021 unangetastet bleibt. Vielmehr seien Lücken geschlossen worden, die sich in der Praxis ergeben haben. Reden wir über Kubas Energiekrise und die Pläne des Landes, diese durch den Ausbau erneuerbarer Energien zu entkommen. Die Situation ist äußerst kritisch und es gibt einige interessante Entwicklungen, die wir genauer beleuchten wollen. Seit mittlerweile 4 Jahren leidet Kuba unter einem gravierenden Strommangel, der sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft stark belastet. Die Gründe für diese Krise sind vielfältig. Der schlechte technische Zustand der alternden Kraftwerke, der Mangel an Treibstoff und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes, auch durch die anhaltenden Sanktionen, die langsame Erholung des Tourismus und ja, Missmanagement verursachen diese. Anfang September gab Kubas Energieminister Vincent de la Olave einen Überblick über die Lage. Laut ihm konnte das Land zwar einige wichtige Wartungsarbeiten durchführen, jedoch das grundlegende Problem, nämlich die fehlenden Brennstoffe und die veralterten Kraftwerke, die bleiben bestehen. Einige Kraftwerke laufen nur noch mit reduzierter Leistung, ja, was die Situation weiter verschärft. Eine kurzfristige Lösung sollten die Generatoren aus China sein, um die Energieproduktion dezentral zu stärken. Doch auch hier bleibt der Mangel an Treibstoff ein großes Thema. Der einzige nachhaltige Ausweg aus der Energiekrise ist laut der kubanischen Regierung der massive Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Solarenergie. Bis zum Jahr 2028 plant Kuba den Bau von 92 neuen Solarparks mit einer Leistung von 2000 Megawatt. Bereits jetzt sind die Komponenten für die ersten beiden großen Solarparks auf der Insel eingetroffen und bis Ende des Jahres sollen die ersten 400 Megawatt installiert sein. Ob das ambitionierte Ziel erreicht wird, bleibt abzuwarten, denn über Finanzierung und Partner des Projekts gibt es bisher wenig Informationen. Wie gerade beim letzten Thema gesagt, wird auch für Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeiten erweitert. Die Einfuhrzölle für Solarpanelen wurden abgeschafft, der Verkauf an die Bevölkerung gestartet und Investoren können von steuerlichen Vergünstigungen profitieren. Die jüngsten Reformen der Privatsektorgesetze erlauben es privaten Betrieben nun Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen und an den Staat oder anderen Gewerbe zu verkaufen. Was denkt ihr? Ist der massive Ausbau der Solarenergie die Lösung für Kubas Energieprobleme? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Die wirtschaftliche Situation in Kuba hat eine besorgniserregende Entwicklung genommen. Die kubanische Regierung hat angekündigt, die Brotrationen zu kürzen. Eine Maßnahme, die die angespannte Versorgungslage des Landes weiter verdeutlicht. Wie viele von euch wissen, spielt die staatliche Grundversorgung auf Kuba eine zentrale Rolle.
Doch seit Beginn der Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie und andere Faktoren verstärkt wurde, steht dieses System zunehmend unter Druck. Es ist eine neue Maßnahme in Kraft getreten, die das Gewicht des täglichen Brötchens, das über das Bezugsheft Libretta ausgegeben wird, von 80 auf 60 Gramm reduziert. Gleichzeitig wird der Preis von einem Peso auf 75 Centavos gesenkt. Eine kleine Erleichterung, aber in einem Land, wo das Brot für viele Menschen eine zentrale Rolle spielt, sind solche Änderungen ein spürbarer Einschnitt. Die Leiterin des Ministeriums für Lebensmittelindustrie erklärte, dass diese Entscheidung notwendig war, um die Produktion aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass alle gleichermaßen Zugang zu Brot haben. Sowohl die allgemeine Bevölkerung als auch soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen. Es handelt sich dabei um eine temporäre Maßnahme, die aufgrund der Devisenknappheit notwendig wurde, um die Verteilung sicherzustellen. Seit der Einführung des Rationierungssystems 1962, besonders seit der Sonderperiode der 90er Jahre, hat die Libretta eine Grundsicherung geboten, unabhängig von Marktpreisen und Löhnen. Doch in den letzten Jahren gab es immer wieder Ausfälle und Einschränkungen bei der Verteilung der Rationen. Die Qualität der Produkte hat ebenfalls gelitten, was das Vertrauen in das System weiter untergräbt. Ein einschneidendes Ereignis gab es nun in Kuba. Das Verbot des Paquete Semanal wurde verkündet. Für Millionen von Kubanern ist es eine der wenigen verfügbaren Unterhaltungsquellen. Die kubanische Regierung hat neue Beschränkungen für private Unternehmen im Bereich der Information und Telekommunikation erlassen. Eine der weitreichendsten Maßnahmen ist das Verbot der Verbreitung digitaler Inhalte wie Filme und Serien auf Speichermedien. Dies würde das Ende bedeuten des beliebten Paquete Semanal. Das Wochenpaket sozusagen, oft als Kubas eigene Variante von Netflix beschrieben, wird seit 2008 auf dem Untergrundmarkt vertrieben. Es handelt sich um eine Sammlung digitaler Inhalte von rund einem Terabyte, darunter Filme, Serien, Musik, Dokumentation, sogar Websites und PDF-Formate. Diese Sammlung wird auf USB-Sticks und Festplatten verteilt und ist für Millionen Kubanern eine unverzichtbare Unterhaltungsquelle. Besonders in einem Land, in dem der Zugang zu Streamingdiensten stark eingeschränkt ist. Das Paquete Semanal ist nicht nur eine Unterhaltungsquelle, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle für viele Kubaner. Selbstständige nutzen das Paquete, um Werbung für ihre Dienstleistungen und Produkte zu schalten, was monatlich zwischen 2 und 4 Millionen Dollar eingebracht hat. Mit dem Verbot dieser Plattform würden viele Kubaner eine wichtige Möglichkeit verlieren, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. In den sozialen Netzwerken sorgte das Verbot für heftige Kritik. Viele Kubaner äußerten ihre Empörung darüber, dass die Regierung nicht einmal die Grundversorgung mit Lebensmitteln sicherstellen kann, jedoch aber eine der wenigen verbliebenen Unterhaltungsquellen blockiert. Besonders das Verbot ausländischer Serien wie die beliebten türkischen Telenovelas sorgte für großen Unmut. Nur kurze Zeit nach der Bekanntgabe des Verbots ruderte die Regierung allerdings zurück. Das wöchentliche Paket wird nicht verboten. Stattdessen wird das ganze Verfahren legalisiert. Das heißt, dass die Betreiber dieses Geschäftsmodells nun entsprechende Abgaben an den Staat zu leisten haben. Nun werfen wir einen Blick auf die aktuelle Entscheidung der US-Regierung, das seit 1962 bestehende Embargo gegen Kuba um ein weiteres Jahr zu verlängern. Diese Nachricht kommt, während die kubanische Wirtschaft ohnehin unter enormem Druck steht. Am 13. September 2024 verlängerte US-Präsident Joe Biden das Embargo offiziell bis zum 14. September 2025.
Die Entscheidung basiert auf dem Trading with the Enemy Act von 1917, einem Gesetz, das es der US-Regierung erlaubt, den Handel mit feindlichen Staaten zu beschränken. Ursprünglich eingeführt, um auf die Enteignung amerikanischer Unternehmen in Kuba zu reagieren, schränkt das Embargo seit Jahrzehnten den Handel und finanzielle Transaktionen zwischen den beiden Ländern massiv ein. Allerdings gibt es Ausnahmen. Humanitäre Güter wie Nahrungsmittel und Medikamente dürfen weiterhin nach Kuba geliefert werden. Auch Reisen von US-Bürgern kubanischer Herkunft sind unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Kuba und viele internationale Akteure kritisieren das Embargo seit langem. Die kubanische Regierung bezeichnet es als die Hauptursache für die schweren wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes. Laut der kubanischen Regierung hat das Embargo zu wirtschaftlichen Schäden von über 164 Milliarden US-Dollar geführt. Außenminister Bruno Rodríguez Parilla nennt es eine massive, flagrante und systematische Verletzung der Menschenrechte und sieht darin das größte Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung Kubas. Seit über 6 Jahrzehnten haben 13 verschiedene US-Regierungen, sowohl republikanische als auch demokratische, das Embargo verlängert. Das ursprüngliche Ziel, ein Regimewechsel oder bedeutende politische Veränderungen in Kuba, wurden jedoch nie erreicht. Stattdessen haben die Sanktionen die Lebensbedingungen der kubanischen Bevölkerung massiv verschärft. Interessanterweise ist auch die kubanische Exilgemeinde in den USA in dieser Frage gespalten. Während einige das Embargo als Druckmittel gegen das kubanische Regime unterstützen, plädieren andere für dessen Aufhebung, um so den Weg für einen Wandel in Kuba zu ebnen. Trotz des internationalen Drucks und der Kritik hält die USA an ihrer harten Haltung fest. Joe Biden begründet die Entscheidung damit, dass das Embargo im nationalen Interesse der USA liege. Allerdings gibt es auch innerhalb der USA eine wachsende Debatte darüber, ob die Sanktionen jemals den gewünschten Effekt erzielen würden. Für die Zukunft bleibt offen, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Kuba entwickeln werden. Insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaftswahlen in den USA könnte die Kuba-Politik wieder an Bedeutung gewinnen. Kuba hat offiziell angekündigt, dass die Regelung zur zollfreien Einfuhr von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln als persönliches Gepäck verlängert wird. Die neue Frist läuft bis zum 31. Januar 2025. Gemäß der Resolution 311 des kubanischen Finanzministeriums, die in der außerordentlichen Ausgabe Nummer 45 der Gaceta Oficial veröffentlicht wurde, bleiben auch andere wichtige Bestimmungen bestehen. So wird der Zollfreibetrag für nicht kommerzielle Einfuhr auf 500 € erhöht, wenn diese per Versand durchgeführt werden. Die ersten $30 eines Paketes oder dessen Äquivalent von 3 Kilo bleiben ebenfalls von der Zollgebühr befreit. Sollte dieser Betrag überschritten werden, wird lediglich eine reduzierte Gebühr von 30% erhoben. Für alle, die Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente oder medizinische Ausrüstung per Luft-, See- oder Postsendung nach Kuba schicken möchten, gibt es ebenfalls klare Richtlinien. Der Wert darf bis zu 200 US-Dollar betragen oder das Gewicht darf 20 Kilo nicht überschreiten. Besonders wichtig für alle, die nach Kuba reisen: Wenn ihr Lebensmittel, Medikamente oder Hygieneartikel in eurem Gepäck mitführt, müsst ihr diese getrennt von euren anderen persönlichen Gegenständen bei der Zollkontrolle vorlegen oder vorzeigen. Nur so könnt ihr von den Steuerbefreiungen profitieren. Diese Regelung tritt am 1. Oktober 2024 trat in Kraft und bietet weiterhin eine enorme Erleichterung für alle, die lebensnotwendige Güter nach Kuba bringen möchten. Ja, bevor wir zum letzten Thema kommen, noch etwas in eigener Sache. Die Nachrichten hören sich oft nicht sehr gut an und
Die Situation ist ernst. Es gibt viele Stimmen im Internet, die die Situation runterspielen, doch mit einem haben die Stimmen recht. Der Tourismus ist einer der wichtigsten Einnahmequellen Kubas. Wer mit Bedacht nach Kuba reist, der unterstützt dann automatisch auch die Bevölkerung. Nimmt Mitbringsel mit und übernachtet primär in Casas Particulares. Damit wird nachhaltig die Wirtschaft gestärkt und das Geld kommt auch bei dem kleinen Bürger an. Ich möchte zum Ende wieder einmal auf meinen Online-Shop hinweisen. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in 3 Varianten sowie verschiedene Rumsorten und ganz neu ein Angebot für Reiseschutz, sowohl für Selbstreisende als auch für Incoming-Versicherungen, wenn ihr zum Beispiel eine kubanische Person nach Deutschland einlädt. Schaut gerne in meinem Shop rein. Den Link findet ihr unter diesem Video in der Videobeschreibung www.derletztewestkubaner.de. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.